Nun bekam ich aber letzte Woche eine Mitteilung über unsere Maklerin. Der Käufer hätte sich gemeldet. Das Finanzamt, man höre und staune, hat ihm geschrieben, er möge bitte 75.000 oder 74.000 Euro direkt überweisen, denn wir seien ja als Verkäufer im Ausland. Da weiß man nicht, ob man an die Leute rankommt. Also erstmal abziehen. Und das erreichte mich dann in der Nacht. Let me tell you a story. Und zwar, wenn du ein Haus kaufst, musst du was verkauft haben. Und da kam natürlich dann auch die Frage auf, wie habt ihr das jetzt gelöst mit eurem Verkauf? Grundsätzlich hätten wir hingehen müssen zum Unterschreiben, weil man normalerweise notarielle Kaufverträge von beiden Seiten unterzeichnet oder eben mit einer Vollmacht. Das hatten wir ja versucht, hatten unserer Freundin die Vollmacht gegeben, die hat uns hängen lassen. Insofern standen wir da. Wir haben uns dann informiert über alle Dinge, die möglich sind. Einerseits über das Honorarkonsulat hier geben, die aber wiederum auch nur alle Unterlagen nach Frankreich schicken. Dort wird's dann irgendwie bearbeitet und kommt dann wieder zurück. Also auch keine Möglichkeit über das Honorarkonsulat. Dann hatten wir überlegt, ja vielleicht das normale Konsulat, gibt's hier keins. Gibt's nur in Mauritius, auf Mauritius, aber dort wäre es genau dieselbe Situation gewesen. Und dann haben wir das erfahren, was schließlich die Lösung brachte, was uns aber auch der Notar in Deutschland vorher nicht erzählt hatte. Du brauchst nämlich keine Bevollmächtigung, du kannst auch einfach das Ding nachgenehmigen. Und das bedeutet, die Käufer gehen zum Notar, unterschreiben, dann wird eine E-Mail geschickt mit den ganzen Unterlagen und einem Dokument der nachträglichen Genehmigung. Und dann lässt du das übersetzen, gehst in Frankreich beziehungsweise hier auf Réunion zum Notar. Und der Notar bestätigt dann auf einem Einseiter oder vielleicht waren es auch zwei Seiten, dass du die Person bist, die vor ihm sitzt, ausgewiesen und dass du diese Unterschrift genehmigst oder den Kauf genehmigst mit der Urkundennummer des deutschen Dokuments. Das unterschreibst du. Er unterschreibt auch, setzt seinen Stempel drauf, schickt es nach Deutschland. Das heißt, wir haben es nach Deutschland dann geschickt und insofern ist das Thema durch. Ist auch viel, viel günstiger wie eine Vollmacht und wir hatten hier noch den Vorteil, dass wir tatsächlich beim Notar nichts bezahlen mussten, weil er gesagt hat, das ist Service. Wir haben ja das andere Haus bei ihm gekauft. Zweiter Punkt, der hier vielleicht auch von Interesse ist, ist Steuern. Hausverkauf und Steuern. Wir haben dieses Haus in Deutschland, das waren zwei Gebäude, verkauft, haben dort die ganze Zeit gewohnt und haben 2019 aber einen Teil, das sogenannte Yoga-Haus, rausgenommen, aus steuerlichen Gründen, damit man kein Betriebsvermögen bildet. Ich will jetzt hier kein Steuerseminar halten, aber das war schon eine wichtige Sache, dass die selbstständige Tätigkeit meiner Frau sozusagen frei legal, aber ohne Betriebsvermögen zu bilden, weil eben ich dann der Eigentümer von dem einen Häuschen war, wo eben das Yoga stattfand und sie dann Miete bezahlt hat, linke Tasche, rechte Tasche, aber kein Betriebsvermögen. Problem ist, dass mit diesem Austauschvertrag eine neue Spekulationsfrist läuft und die auf 10 Jahre. Das heißt, 2019 begann für das Yogahaus eine Spekulationsfrist zu laufen. Nun haben wir natürlich beim Verkauf darauf geachtet, dass dieser Teil des Gesamtanwesens, also dieses Yogahaus, nicht zu teuer ist. Denn du kannst ja gegenrechnen, das, was du bezahlt hast in den ganzen Jahren, der Bau, der weitere Ausbau, später dann noch PV-Anlage, Speicher und Solar, alles dabei. Und insofern ist es steuerneutral. Nun bekam ich aber letzte Woche eine Mitteilung über unsere Maklerin. Der Käufer hätte sich gemeldet. Das Finanzamt, man höre und staune, hat ihm geschrieben, er möge bitte 75.000 oder 74.000 Euro direkt überweisen, denn wir seien ja als Verkäufer im Ausland. Da weiß man nicht, ob man an die Leute rankommt. Also erstmal abziehen. Und das erreichte mich dann in der Nacht. Und dann war ich natürlich erstmal panisch, habe kaum geschlafen. Ich gesagt, das kann nicht sein. Die haben ja alle Unterlagen vorliegen. Das kann nicht sein, dass wir jetzt hier so viel Geld bezahlen sollen.
Wir hatten zu dem Zeitpunkt und auch immer noch offiziell gar nichts gehört. Wir haben keine Schriftstücke erhalten. Es hat sich niemand bei unserer Bank gemeldet oder sonst irgendwas. Naja, ich habe dann am Freitag mich durchtelefoniert beim Finanzamt, waren auch alles sehr, sehr nett. Und der Dritte meinte dann, ich habe mir schon gedacht, dass Sie anrufen würden. Und dann war ich etwas überrascht. Fakt ist es jedenfalls, dass ich jetzt alle Unterlagen zur Erstellung des Hauses, Ausbau, Photovoltaik, mit dem Tauschvertrag und mit der Berechnung, die bei dem Tauschvertrag damals zugrunde lag, dass das steuerlich neutral ist, haben wir ja alles mit dem Steuerberater gemacht, dass, dass das Ihnen nochmal vorgelegt wird. Dann habe ich gesagt, ja, aber das habt ihr doch alles. Ja, das haben wir alles, aber wir können in Teilen nicht darauf zugreifen. Der Tauschvertrag, alle Verträge, die geschlossen werden beim Notar, geht immer eine Abschrift ans Finanzamt. Jetzt frage ich mich, das wird dann wahrscheinlich nicht digitalisiert, also haben die dann wahrscheinlich kubikmeterweise irgendwelche Verträge, die vielleicht auch gar nicht archiviert sind in einer ordentlichen Art und Weise. Keine Ahnung, jedenfalls den wollten sie haben und die ganzen anderen Unterlagen auch. Nun haben wir natürlich dieses Yoga-Haus, dadurch, dass die Silvia das gemietet hatte, auch immer ganz normal versteuert, wie es sich gehört. Das heißt, die Bewertungsgrundlage liegt auch da dem Finanzamt vor. Es ist ja eine ganz normale Anlage in der Steuererklärung, da steht es drin. Egal, die waren sehr, sehr nett, das muss ich dazu sagen. Aber ich habe das jetzt alles rausgeschickt. Jetzt werden Sie dann diesen Bescheid wieder aufheben gegenüber dem Käufer und sagen, okay, wir brauchen nichts, weil nichts übrig geblieben ist. Aber das sind halt Dinge, die hauen dich dann erstmal wieder rein und das ist auch einfach so übergriffig. Ich meine, wenn ich alle Unterlagen habe, bevor ich an eine dritte Person rangehe und der irgendwas erzähle, was ich von ihr haben will, gucke ich doch erstmal, was ich an Unterlagen habe. Das ist doch in jedem privaten Verhältnis genau das Gleiche. Aber nein, man hört nichts. Es wird etwas festgelegt, nicht mal gegenüber dem Steuerschuldner, sondern gegenüber dem Käufer. Der soll zahlen und für uns wäre es komplett katastrophal, wenn jetzt ein Betrag von 74.000 Euro weg wäre, den wir zwar dann wiederbekommen vom Finanzamt, aber vielleicht in 1, 2, in 3 Jahren. Das Gleiche haben wir schon mit der Corona-Hilfe, die wir auch versteuern mussten, obwohl sie zu dem Zeitpunkt schon zurückbezahlt worden war. Und jetzt, wenn wir die Steuererklärung machen, 2 Jahre später, bekommen wir das Geld endlich wieder zurück. Ein zinsloses Darlehen an Deutschland. Und einem hier 74.000 Euro aus der Tasche greifen zu wollen, das ist schon der Knaller. Vor allem, wenn alle Unterlagen vorliegen und es ist ganz klar, dass am Ende nichts übrig bleibt an Steuerschuld, denn du musst das, was du eingesetzt hast, gegenrechnen gegen den Gewinn und dann und dieser Differenzbetrag wird dann entsprechend zur Grundlage genommen, um nach deinem Grenzsteuersatz dann die Gebühr oder die Steuer festzulegen. Und bei uns ist da nichts zu holen. Wir sind ja nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Aber gut, das kommt eben auch noch zu dieser ganzen Hausproblematik dazu.